So, das Duell ist geschlagen. Von Beginn an ist Angela Merkel sehr positiv, mit einer positiven Mimik in das Duell gegangen, schnellen Schrittes mit einem breiten Lächeln ins Studio. Man kennt sie so nicht wirklich immer. Das hat sie auch in den ersten Minuten sehr gut beibehalten. So würden wir uns die Kanzlerin öfter wünschen. Martin Schulz hatte am Anfang mit sich zu kämpfen, erkennbar an seinem Tänzeln von einem aufs andere Bein. Ich sage gleich dazu, das ist gar nicht ein Problem, wenn man dieses Tänzeln kanalisiert, wenn man es gezielt einsetzt, zum Beispiel, um damit einen Angriff voranzudeuten. Wenn das Gehirn nach Ruhe sucht, weil es vielleicht zu hektisch außen herum zugeht, geht das Gehirn her und verschließt die Sinnesorgane, wie zum Beispiel die Augen oder mit der Zunge den Mund. Damit besorgen wir uns Ruhe, und das hat Martin Schulz über weite Strecken in diesem Duell gemacht. Er braucht einige Zeit, um zu sich zu finden, und ab Minute 20 circa hätte er die Möglichkeit gehabt, wirklich das Ruder herumzureißen. Und zwar warum? Die Nervosität kann man auf zwei Arten kanalisieren. Entweder man wird angriffslustig, man wandelt sie um in noch mehr Energie, oder man verfällt in gewohnte Muster, und Martin Schulz wählt leider die zweite Möglichkeit. Er verfällt in diplomatisches Gespräch, in einen diplomatischen Gesprächsablauf. Er lässt Angela Merkel ausreden, er hört ihr interessiert zu, und damit nützt er nicht die Möglichkeit, Angela Merkel auf ein Energielevel zu heben, wo sie nicht mehr mit kann. Denn Angela Merkel wäre nicht so schwer zu biegen gewesen. Ihr Aktionsradius ist nämlich ein sehr enger. Wenn jemand das Tempo erhöht, wenn er am Ende ihrer Worte ihr schon wieder ins Wort fällt, dann verfällt Angela Merkel sehr gern in ein stoisches Agieren. Sie schaut dann sehr gerne sehr starr, und das ist wohl die Achillesferse von Angela Merkel. Zusammenfassend: Das gesamte Gespräch wird wenige Nichtwähler aus der Reserve gelockt haben, wird auch weniger von einer auf die andere Partei überspringen haben lassen. Dafür war es schlichtweg zu inaktiv, das Gespräch hat zu wenig Neues gebracht. Streckenweise hat es mich eher an eine Pressekonferenz für die Eröffnung eines Flughafens erinnert.